Genau, der Sattrick hat mich ja schon angekündigt. Mein Name ist Simon Leitl. Ich bin als Consultant bei der Essentri AG tätig und wir durften in den letzten Monaten Hilfe leisten bei der Migration von ProSieben und der Einführung von SIDAS als SSO-Lösung bei ProSieben Sat.1. Ich habe für heute ein paar Insights mitgebracht, wie genau es abgelaufen ist, was die Schwerpunkte waren und insbesondere, wie wir da mit SIDAS arbeiten konnten und den API-First-Ansatz von SIDAS gut nutzen konnten, um diese Migration durchzuführen. Ich werde kurz einleiten, was die Ausgangslage war, bevor wir die Migration gestartet haben und dann im Speziellen auf die Migration eingehen. Genau, zur Ausgangslage. 7pass dient bei ProSieben als zentraler Single Sign-On Service oder als zentrales Single Sign-On-System. Dort hat der User die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Services einzuloggen, zu registrieren und sich eben ja, mit 7pass als Service allein, als Login-Service allein für die verschiedenen Services zu registrieren. Hier rechts auf der Folie haben wir mal ein paar so Services abgebildet und da handelt es sich unter anderem Streamingdienste wie Join oder auch andere Portale wie Verivox, MikeGuru und natürlich nicht zu vergessen auch die TV-Sender, die bekannt sind wie SIX, ProSieben an sich, Sat.1. Bei 7pass liegen jetzt zentral die ganzen Benutzerdaten, die Profildaten, typische Daten, die man kennt, wie zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, aber auch weitere Daten wie Social Logins, die zur Verfügung stehen, als Beispiel Facebook-Login oder Apple Sign-in. Und dazu natürlich auch das Consent Management in aller Form, also alle Berechtigungen und Zustimmungsmanagement-Details wie AGBs, DSBs, Newsletter et cetera, auch in verschiedenen Versionen. Ziel war jetzt hier, das Ganze in SIDAS abzubilden und dementsprechend die Daten auf das Zielformat in SIDAS zu migrieren, damit später SIDAS als technische Basis für diesen Single Sign-On-Prozess genutzt werden kann. Daher gehe ich jetzt detaillierter auf den gesamten Migrationsauftrag ein, was da dazugehört hat, was alles SIDAS ablöst als technische Plattform und welche Teile von diesem Single Sign-On-System 7pass, was eine eigene Entwicklung von ProSieben war, übernommen werden muss, um das Ganze in SIDAS abzubilden. Also da haben wir die eingangs erwähnten Nutzerdaten, Profildaten und Consents. Dazu gehören aber auch die Clients wie Web-Apps, native Apps und die Device-Apps, also sowas wie die App auf dem Fire TV Stick et cetera, die man nutzen kann, die ja auch Login-Flows haben, Registrierungsflows. Dazu entsprechend die User Interfaces. Es gibt E-Mail-Templates, die migriert werden müssen, die dann von SIDAS ausgesendet werden, und eben eine Profile-Page, über die die Verwaltung der Nutzerdaten möglich ist. Genau. Des Weiteren haben wir noch verschiedene Integrationen. Es gibt die verschiedenen Services, die wir eingangs gesehen haben, die nutzen teils eigene CRM-Systeme und die brauchen natürlich auch die Daten zur Verfügung, wenn sich was ändert an Nutzeraccounts, wenn's neue Kontoneueröffnungen gibt, wenn Kontos gelöscht werden. Und auch hierfür bietet SIDAS eine Möglichkeit, diese über die Webhooks zu verteilen und dann entsprechende Exporte vorzunehmen in die CRM-Systeme. Darauf werde ich später noch mal extra eingehen, wie das Ganze gelöst wurde. Das Ganze wurde dann zu einer kontinuierlichen Migration, indem wir das alles nach und nach umgezogen haben, und dann bei SIDAS konfiguriert und migriert haben. Genau. Dazu lässt sich schon mal vorwegnehmen, die Konfiguration von SIDAS, die gestaltet sich relativ einfach. Man kann es auch von außen konfigurieren über 'n API-Ansatz, also man hat nicht nur die Benutzeroberfläche und das war quasi der erste Schritt, den wir in der Migration vorgenommen haben. Damit wären wir jetzt auch schon dann in der Migration an sich angelangt. Ähm,
Um zu verstehen, wie die Migration abläuft, werde ich kurz erläutern, wie wir jetzt, diese Migration, gestartet und aufgebaut haben. Es sollte quasi eine appweise Migration geben, über 3 Monate hinweg. Sprich, man hat verschiedene Services, die sollen nicht alle auf einmal migriert werden, sondern stückweise. Also, als Beispiel, sagt man, man migriert zuerst SIX auf das Zielsystem SEDAS und, ermöglicht anfangs den Login bei SIX dann über SEDAS durchzuführen, lässt aber andere Services wie zum Beispiel Pro7 noch auf dem alten System bei 7pass, adressiert. Der Nutzer soll am Ende davon nichts merken. Logischerweise würde er es natürlich, wenn er versucht, technische Details zu entdecken, wie die Anmelde-URL, könnte man es sehen, aber rein vom Anmeldeflow her, vom Registrierungsflow spürt er keinen Unterschied und weiß nicht, ob er jetzt am Ende mit SEDAS, sich eingeloggt hat oder noch mit 7pass. Das soll einfach dazu führen, dass die Migration keine Probleme verursacht. Um das zu gewährleisten, hatten wir natürlich die Situation, dass man 2 Systeme hat, die identisch sein sollten. Daher wurde während der kompletten Migration eine sogenannte bidirektionale, Migration oder 'n bidirektionales Mapping durchgeführt. Und das hatte natürlich zur Basis, dass man eine gegenseitige Synchronisation hat. Irgendwie müssten sich die Systeme synchron halten, damit man keine inkonsistenten Daten, auf einer Seite hat. Das sieht man auch hier auf der Folie. Wir haben links einmal das 7pass, System als abzulösendes Altsystem und rechts dann das neue SEDAS-System mit dem SEDAS-Nutzerpool. Genau. Die gegenseitige Synchronisation hat dann in Echtzeit stattgefunden, und wie ich schon erwähnt hatte, wurde zuerst SEDAS vollständig, konfiguriert. Da haben wir von außen mit Ansible-Skripts gearbeitet, da wir verschiedene Stages aufgesetzt hatten für SEDAS. Wir hatten eine Integration, eine QA und eine Produktionsumgebung, die SEDAS freundlicherweise aufgesetzt hat. Und, um diese schnell konfigurieren zu können, war das Ganze möglich über Ansible-Skripts, um außen von der API das Ganze zu konfigurieren. Das hat es sehr einfach gestaltet, da ein initiales Setup in SEDAS durchzuführen und das auch natürlich über die verschiedenen Umgebungen hinweg, kontinuierlich dann zu halten. Steigen wir ein, wie genau die Migration dann ablief und wie beide, Systeme synchron gehalten werden konnten. Ja, wir haben zunächst begonnen damit, bevor wir, hier jetzt diese ganze Migrationsstrecke anschauen, die Daten, die bei 7pass im System liegen, zu SEDAS zu migrieren, damit man einmal synchrone Datenbestände hat, bevor man dann mit der kontinuierlichen Migration anfängt. Ähm, Dafür haben wir eine Strecke aufgebaut, von 7pass zu SEDAS. Die beinhaltet eine Messaging Queue, das war in diesem Fall, Amazon SQS. Zwischendrin hatten wir einen Migration Service, der die Aufgabe hatte, die Daten von Altsystem zu neues System, also von 7pass-Format zu SEDAS zu mappen und dann natürlich, im unteren Flow in der Zurücksynchronisation von SEDAS zu 7pass, diese von SEDAS zu empfangen und wieder auf das 7pass-Schema zu mappen. Wichtig dabei war, dass wir von SEDAS die APIs verwenden konnten, unter anderem eine Bulk API, die für den Migration Service zur Verfügung stand. Das hat das Ganze vereinfacht, da man eine spezielle Migrations-API hat und die Möglichkeit hatte, die Nutzer in Batches, also in größeren Paketen, durchzuschicken zu SEDAS und somit größere Mengen auf einmal zu migrieren. Das hat natürlich dann den gewissen Geschwindigkeitsvorteil gebracht, den man ja bei so 'ner Live-Synchronisation benötigt und, war auch wichtig für höhere Peaks, wenn zum Beispiel zu bestimmten Zeiten 'n höheres Logging und Registrierungsaufkommen war, dass man dort schnell über die, API agieren konnte und dann auch die größeren, Batches an Nutzer, durchsenden konnte. Des Weiteren mussten wir in SEDAS natürlich viel konfigurieren,
bei 7pass als Standard genutzt wurde, als Schema, was, bei CDAS nicht dem Standardschema entspricht. Und dafür haben wir einige Custom-Felder bei CDAS angelegt und konfiguriert, ähm, die dann etwaige Abweichungen zu den eigentlichen Schemas, beinhaltet haben. Da geht es zum Beispiel um Consents oder um bestimmte Nutzernamen oder Namensfelder, die 7pass bei sich, hatte, die's aber so nicht in CDAS, vorgesehen waren. Und dafür konnten wir auch das mit aufnehmen in die Konfigurationsskripts von Ansible und das Ganze dann auch von außen wieder, synchronisieren und in CDAS konfigurieren. Noch mal zurück zu den Consents. Hier haben wir anhand den Consents, die Gruppen konfiguriert in CDAS, welche dann das Berechtigungsmanagement innerhalb und das User-Management, abbildet, dass ja die verschiedenen Services bei 7pass gibt. Kann natürlich sein, ein Nutzer, ist Teil von verschiedenen Services, weil er sich einfach bei denen, registriert hat und das Ganze wurde abgebildet in Gruppen bei CDAS und das Ganze ging davon aus, ja, wie die Consents auf 7pass-Seite gestaltet wurden. Jetzt, wenn wir uns noch mal hier die Strecke anschauen, dann sieht man, dass es ja ein Kreislauf ist, zwischen CDAS und 7pass während der 3 Monate, an dem in denen die Migration stattfand, um eben beide Systeme synchron zu halten. Ich würde im nächsten Schritt noch mal genauer darauf eingehen, wie jetzt innerhalb dieser Strecke, dieser Synchronisationsstrecke, dann die technischen Details ausgesehen haben und wie diese Kommunikation zwischen den 2 Systemen und auch hin zu CDAS ausgesehen hat. Genau, im ersten Schritt, wurde irgendein Event getriggert auf Seiten von 7pass. Also, ein User hat sich zum Beispiel registriert oder hat seinen Account, abgedatet in Form von, E-Mail-Adresse geändert, neue Consents zugestimmt. Das Ganze hat dann ein Event ausgelöst auf der Seite von 7pass, was eben in diese Messaging Queue in SQS ankam und dann vom Migration Service verarbeitet wurde und auf das passende Format von CDAS gemappt wurde. Dazu gehören dann alle Nutzerdaten, auch inklusive denen, die so nicht, vom Standardprodukt in CDAS abgebildet waren, die wir mit den Custom Fields, nachgezogen haben. Wenn dann die CDAS-Datenstruktur, insbesondere diese Consents, gemappt wurden, dann war's eben möglich, über die genannte Bulk API diese Nutzer, zu migrieren und in CDAS anzulegen. Damit natürlich, nach der Migration von den ersten Services wie SIX, was wir eingangs erwähnt hatten, auch in die andere Richtung funktioniert, bietet CDAS Webhook-Events, die empfangen werden können und die dann zur weiteren Verarbeitung genutzt werden können. Diese Webhook-Events funktionieren so, dass man auf Änderungen, 'n Webhook empfängt, zum Beispiel jetzt hier 'n Account modified, es gibt 'nen Account created, 'n Account deleted, um dann einfach das passende Event zu bekommen und auf die Nutzeränderungen, im System von CDAS auch auf die Umsysteme reagieren zu können. Wir haben dann die Webhooks empfangen in einem Webhook-Wrapper, da kommt nachher noch mal eine Folie dazu, und haben dann noch mal Details, die nötig waren, über den User-Info-Endpunkt bei CDAS abgerufen. Also, auch das ist einfach möglich. Die Details, die über die Webhooks, nicht mitgeliefert wurden, weil sie einfach nicht mitgeliefert werden sollten, aber dennoch im anderen System, was synchronisiert wird, benötigt werden, kann man sich einfach über den User-Info-Endpunkt bei CDAS abholen mit einem einfachen API-Aufruf wieder Richtung CDAS. Danach wurde das Ganze wieder in die passende Datenstruktur gemappt und, die Nutzeränderung, dieses Event kam dann auch wieder beim Altsystem, welches abgelöst wird von CDAS an. Und somit hat man dann einen kontinuierlichen Synchronisationsprozess, bei dem beide Datenquellen, beide Systeme, beide Nutzerpools, synchron und konsistent gehalten werden. Und das vereinfacht dann diese ganze Migration, damit man nicht einmal komplett migrieren muss und das gesamte System umstellen, sondern man Schritt für Schritt da die Migration durchführen kann.
Neben der Migration gibt es dann natürlich noch die Integration von gewissen Diensten. Da kommen wir jetzt noch mal auf die gerade angesprochenen Webhooks, also quasi die Kommunikation von CDAS raus hin zu den Umsystemen, die ausgelöst werden durch gewisse Events. Hierfür haben wir einen Webhook-Wrapper installiert, der die Webhooks entgegennimmt und der entsprechend die Informationen aus den Webhooks filtert und dann mappt. Man kann sich vorstellen wie so 'n gewissen Berechtigungsfilter zwischen den 2 Systemen, um einfach genau die Daten zu liefern, die auch das jeweilige System sehen darf und bekommen soll. Hier unten sieht man jetzt dargestellt Relying Party 1, 2 und 3. Das sind die verschiedenen Services. Jeder davon benötigt andere Daten. Manche benötigen mehr, manche weniger. Manche dürfen auch vielleicht verschiedene Daten nicht sehen. Und da ist es möglich, dann einfach die Webhooks entgegenzunehmen, zu filtern, umzumappen, wenn Informationen fehlen, über die bestimmten Schnittstellen von CDAS zu agieren, sich diese Informationen anreichern und das Ganze dann an die Relying Parties, in dem Fall hier die Services, zu verteilen. Das Ganze ermöglicht dann 'n Echtzeitaustausch von den Daten zwischen CDAS und dem zu migrierenden System. Manchmal gibt es da natürlich Anforderungen im Altsystem, die so nicht im Standardprodukt enthalten sind bei CDAS, die vielleicht nicht typisch sind oder aus der Eigenentwicklung kommen. Ähm, und dafür war es uns möglich, Erweiterungen für CDAS zu implementieren und die relativ schnell und einfach bei CDAS zu platzieren, sodass CDAS die Anforderungen umsetzen konnte. Wir haben jetzt hier mal 2 Beispiele mitgebracht. Wir haben einmal einen Deletion Service und einen Passwort Service. Beim Deletion Service handelt es sich einfach um eine bestimmte Art, wie Accounts oder 'n bestimmten Workflow, wie Accounts gelöscht werden. Dort wird eine Löschung initiiert, dann wird ein Ablaufdatum auf eine gewisse Anzahl an Tage gesetzt und nach diesen Tagen wird der Nutzer gelöscht, sofern er sein Konto nicht wiederhergestellt hat davor. Natürlich ist jetzt schwierig herauszufinden, wer denn vielleicht die Löschung in seinem Account beantragt hat und dann ein paar Tage später migriert wurde. das weiß man natürlich nicht, wann dieser User gelöscht werden soll und dafür haben wir einen Deletion Service bereitgestellt, der den Nutzer dazu vorgemerkt hat, dass er gelöscht werden soll. Das war relativ einfach zu gestalten. Auch hier konnte man wieder die APIs von CDAS nutzen, konnte die Informationen mitgeben, konnte die abfragen und dann die Löschung auch über die Schnittstellen bei CDAS triggern. Das Gleiche beim Passwortservice. Hier gab es aus historischen Migrationen einfach alte Passwort-Hash-Verfahren, ähm, die gewisse Nutzeraccounts noch bei sich hatten, um sich einzuloggen und um zu gewährleisten, dass auch bei CDAS dann der Login funktioniert mit diesen alten Passwörtern, haben wir diese Passwort-Hash-Verfahren implementiert, damit die Passwörter aufgelöst werden können. Und CDAS hat diesen Service bei sich ins System integriert und durch eine einfache Konfiguration den Service angesprochen und die Passwörter in ihren normalen Passwortflow eingebunden, sodass weiterhin der Login mit den alten Passwörtern möglich war, ohne dass der Nutzer hier einen Unterschied gemerkt hat oder sein Passwort zurücksetzen musste. Also auch hier war es sehr einfach, das zu erweitern anhand dieses Passwort-Services. Das wären Beispiele, wie so CDAS-Erweiterungen einfach und in kurzer Zeit möglich sind, um Funktionen aus einem Altsystem auch zukünftig zu gewährleisten. Als letzte Folie haben wir noch die UI-Entwicklung, die auch nötig ist, um die CDAS-Login-Flows und Registrierungsflows natürlich in neue UIs mit zu implementieren. Hierfür gab es ein UI-Template, das hatte er als Codebasis React, und dafür konnte das CDAS JavaScript SDK verwendet werden, um die Kommunikation hin zu den CDAS-Schnittstellen vereinfacht in die Codebasis zu implementieren. Dieses Template plus das CDAS SDK bilden dann die technische Basis für die UIs
und wurden jetzt hier im Fall von ProSieben dann auf die verschiedenen Services ausgespielt mit den verschiedenen Designs, je nach Service, das dann weiter genutzt hat. Dabei hat es sich um Single-Page-Applications gehandelt, und wie gesagt, durch das CDAS, JavaScript SDK und die Hosted Pages war es relativ einfach, diese Implementierung vorzunehmen und hier die Login und Registrierungsflows auf CDAS umzustellen. Damit wäre ich mit dem kleinen Einblick in die Migrationskette und die Migrationsschritte bei ProSieben Sat.1 und CDAS am Ende. Ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen, und wenn ihr Fragen habt, dann jetzt gerne. Dankeschön. Hi Simon, erstmal vielen Dank für den guten Einblick, wie ein Migrationsprojekt zu SIDAS aussehen kann. Ich glaube, man hat sehr gut gesehen, welche Aufgabenpakete es gab. Ähm, Ich habe nochmal persönlich eine Frage. Du kommst ja selbst aus der Entwicklung. Mich interessiert natürlich, wie der Einstieg für dich in SIDAS und und die Arbeit mit den APIs gefallen ist. Du hast schon ein paar Worte gefallen lassen, aber von Entwickler zu Entwickler interessiert mich das natürlich. Sehr gerne. Ja, wir haben eigentlich ausreichend Dokumentation gehabt. Wir haben gewisse Collections gehabt und API-Spezifikationen, und da ist relativ einfach gefallen, schnell die ersten Schritte vorzunehmen. Ich fand insbesondere im Migration Service die ersten Implementierungsschritte waren mit die schnellsten und die einfachsten, bei denen wir einfach nur mal die APIs ausgetestet und implementiert haben. Das ist wirklich sehr einfach gelungen und kann gut nachvollzogen werden. Perfekt. Ähm, Erstmal vielen Dank für deinen Vortrag.